Heute sind wir im Namsan Park. Wir fahren mit der Seilbahn hoch. Es war ein Spaziergang, der ein bisschen was abverlangt hat, wenn man mit dem Kinderwagen unterwegs ist, aber dennoch sehr lohnenswert. Ich gebe euch mal einen kurzen Ausblick auf die Aussicht. Wer in Seoul mit einem Baby unterwegs ist, der hat natürlich gewisse Einschränkungen und vieles muss eben umsichtig geplant sein. Und wenn man zum Beispiel jetzt den Namsan Park sich anschauen möchte mit der Cable Car und sich fragt, okay, kann ich einen Buggy mitnehmen in die Seilbahn? Dem sei gesagt, es gibt die Möglichkeit, den Buggy einfach hier im 3. Stock abzustellen, sich ein Return-Ticket zu kaufen und dann am Ende des Tages den Buggy wieder abzuholen. 하다 보면은 이렇게 하다 보면 요 끝에 문제도 있잖아. 그러면 이제 이 사람은 가만 쌤이냐 난잘 되나? 잘 치고 없다. 해가지고 아쉽잖아요. 누가 친구 아 이거 그 신고하니까 나와요. 그쪽 회의에서 지나가는 길이었구나. 언니 왼쪽 봐라. 셔틀버스 있거든요. 여기 있으면 출발하고 대놨는데 아 이쪽이다. 대놨다고. 두번 그것 때문에 이상해가 있구나. 언니 저기 출세했네 출세. 출세까지 하고 고생 바람도 치고 가지고. 사람들은 안 보고 서로 감시죠. 아니 무슨 감시해가지고 뭐 신고하고 그거는 왜 싫어할 때 화가 났어야 돼. 그러니까 원래 안 탄다 그랬거든. 그때 영도 7도를 맞춰야 이색을 칠하겠다 할때 옆에 안 한다고 그랬어. 영도하고 7도를 맞춰야 되나 진법에서도 활용되었습니다. This is the Changchang. At 4.6 meters in length, Changchang is the longest spear and was used in battle formations and against cavalry. Hier weiter oben ist der Seoul Tower. Da kann man für 11.000 Won auch noch reingehen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob sich das lohnt, weil der Ausblick von hier auch schon sehr schön ist. Sehr, sehr imposant. Sehr, sehr große Stadt. Schade, dass es so ein bisschen, wie soll ich sagen, diesig ist. Nichtsdestotrotz ist es schon ein ziemlich krasser Anblick. Das hier ist ein Korean Photo Booth. Hier kann man sich in so einer Box fotografieren lassen mit entsprechendem Gimmick, sodass man eben aussieht wie eine K-Pop-Figur. Antirassisten würden wahrscheinlich sagen, hey, das ist kulturelle Aneignung. Aber hier ist es den Leuten egal.
Was ich bemerkenswert finde, ist an diesem Shop, dass keiner da ist, der das Ganze kontrolliert. Das würde zum Beispiel in Cork sogar nicht funktionieren. Leute würden hier komplett durchdrehen, hinkotzen, hinpissen, wenn sie besoffen sind. Und hier funktioniert das alles. Gut, hier ist Kamera, aber das wird in Cork niemanden interessieren. Das Besondere, noch was Besonderes, es ist Herbst in Seoul und die Blätter fallen von den Bäumen. Es sind wirklich schöne Farben an den Bäumen. Das mag ich. Und von daher würde ich sagen, November ist keine schlechte Zeit, um nach Seoul zu kommen. Was mir an Seoul gefällt, ist, dass man auch manchmal ganz planlos durch die Straßen gehen kann und man findet immer irgendetwas Besonderes, wie zum Beispiel so eine Tempelanlage oder so eine kleine Gasse mit vielen schönen Cafés, Restaurants oder ja, mit sehr außergewöhnlichen Sachen. Wir sind jetzt in der Seondong-Straße und hier gibt es wirklich sehr, sehr schöne Essensläden. Um sich da einmal das anzuschauen. Sehr kuschelig das Ganze hier. An jeder Ecke gibt es eben was zu sehen, etwas Besonderes. Dinge, die man eben sonst nicht überall findet. Diese Fotoboxen. Erstaunlich. Letzter Tag in Seoul und heute geht es nach, wie heißt der Park? Jeju. Da geht es jetzt hin. Danach geht es noch auf den Market. Mal schauen, wie das wird. Dieser Park ist auch ganz nett, finde ich. Es gibt in Seoul wohl um die 12 Parks. Und dieser hier ist, wenn man mit einem Kind unterwegs ist, auch ganz ansehnlich, finde ich. Er ist nicht ganz so sauber wie jetzt in Japan oder so, aber es ist ein netter Spaziergang. Und vor allem mit dem bunten Laub sieht es auch nochmal schöner aus, direkt am Fluss, Blick auf die Skyline. Heute geht es von Seoul Station nach Busan. Ein netter Mann hat sich meinen Koffer genommen. Wir fahren nicht mit dem Schnellzug, sondern wir haben uns entschieden, ein bisschen weniger zu bezahlen, dafür länger zu fahren, weil wir es nicht so eilig haben. Aber sich hier zurechtzufinden, ist nicht so einfach. Deshalb, ich gebe jedem die Empfehlung, Zeit mitzubringen, wenn man hierher kommt. Wir sind jetzt 2 Stunden vor Abfahrt da, einfach um sicherzustellen, dass nichts schief geht.